Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine schicke kleine Apache für euch. Und zwar habe ich euch ja in dem letzten Apache-Video hier im Hintergrund schon erzählt, dass es die demnächst auch als GPS-Variante gibt. Jetzt ist es soweit, hier steht sie vor mir. Auch gut zu erkennen an der grauen Farbe, die andere war ja eher braun. Natürlich habe ich hier auch wieder die RTF-Version. Da der Packungsinhalt jetzt ziemlich identisch ist zu der anderen Version der Apache, werde ich jetzt hier kein extra Unboxing machen. Das Einzige, was anders ist, ist natürlich die Fernsteuerung. Ich verlinke euch aber trotzdem mal das Video der anderen Apache. Da könnt ihr den Packungsinhalt mal, wenn ihr wollt, etwas genauer sehen. Ich zeige euch in diesem Video natürlich die Apache nochmal etwas genauer, auch wenn sie natürlich relativ identisch ist mit der anderen. Ich zeige euch die Fernsteuerung und die Funktion nochmal etwas genauer, weil da die Fernsteuerung ja auch eine andere ist jetzt. Und am Ende gehen wir natürlich auch noch fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, der Apache ist komplett identisch wie der Apache ohne GPS, auch wieder im Maßstab 1:32 und natürlich mit richtig vielen Details am Rumpf. Die zeige ich euch einfach trotzdem hier nochmal, weil es so schön ist. Ich habe auch hier direkt wieder die Scale-Anbauteile angebracht. Die werden ja nur links und rechts an den kleinen Auslegern angesteckt. Die MG wird wieder nicht auf dem Rumpf befestigt, sondern hier auf den Akku gesteckt. Die muss man dann bei jedem Akkuwechsel immer umstecken, wenn man die MG montiert haben möchte. Wir haben hier auch wieder über das gesamte Modell sehr viele Nieten angebracht, was wieder richtig cool aussieht. Auch hier rund um die Fenster sind richtig viele Nieten verteilt. Und auch diese Apache hat klare Scheiben, was auch wieder ganz cool ist, auch wenn man die Technik dahinter etwas sieht. Wir haben auch wieder kleine Scheibenwischer an den Cockpitscheiben und hier oben einen kleinen Cable Cutter. Was auch wieder richtig cool ist, ist hier vorne die Sensor- und Zielerfassungseinheit der Apache, was für die Größe auch wirklich wieder detailliert gemacht ist. Auch diese Apache hat wieder kleine filigrane Teile angebracht, wie hier die abstehenden Antennen an den Seiten, die Griffe und die Tritte hier auf der linken und rechten Seite hinter den Fenstern und auch wieder die lange Antenne am Heckausleger. Auch sonst sind hier noch relativ viele Details auf beiden Seiten des Heckauslegers angebracht. Und auch unter dem Heckausleger haben wir noch so eine kleine Kiste dargestellt. Auch das Höhen- und Seitenleitwerk sind hier wieder mit Nieten bestückt und auch so echt schön und detailreich gemacht. Hier oben im Turbinenbereich am Lufteinlass und auch beim Turbinenauslass ist auch wieder alles schön detailliert gemacht. Hier oben sitzt auch wieder eine Status-LED, das zeige ich euch dann noch in den Funktionen, wofür die da ist. Wir haben natürlich auch hier wieder einen 4-Blatt-Hauptrotor mit diesen abgewinkelten Rotorblättern. Diese bestehen aus einem stabilen Nylon-Kohlefaserverbund. Und typisch für die Apache haben wir auch wieder ein Radar auf dem Rotorkopf. Der dreht im Modell allerdings hier wieder mit. Am Heck haben wir ebenfalls einen 4-Blatt-Heckpropeller verbaut, der sogar auf der richtigen Seite sitzt, also wie beim Original links. Beide Rotoren werden angetrieben über je einen Brushless Direktantrieb. Und zwar ist der Hauptmotor ein 4306er 540 kV Brushless und der Heckmotor ist ein 1206er 5500 kV Brushless Motor. Die Taumelscheibe wird von 4,3 Gramm Metallgetriebeservos angesteuert. Die sind auch wieder im 120 Grad Winkel zueinander angeordnet. Die Rotorwelle, die Taumelscheibe und das Rotorkopf-Zentralstück bestehen hier wieder aus Aluminium. Auf der Unterseite haben wir dann noch das Hauptfahrwerk und das Spornrad. Beides wurde auch wieder sehr scale nachgebildet. Das Hauptfahrwerk lässt sich natürlich auch wieder einfedern. Ein paar Decals haben wir natürlich auch noch angebracht. Ein paar sind mit unter dem Lack aufgebracht, wie zum Beispiel der United States Army Schriftzug oder auch die Zähne hier vorne. Und ein paar sind auf dem Lack aufgeklebt, wie dieses Dreieck hier. Ist aber auch alles sehr sauber gemacht. Wer möchte, kann natürlich auch die separat beiliegenden Aufkleber noch anbringen. An Beleuchtung haben wir dieses Mal wieder die seitlichen Positionsleuchten, eine Leuchte oben am Seitenleitwerk und noch hier oben die Status-LED. Hier unten wird dann wieder der Akku eingeschoben und muss dann so weit runtergedrückt werden, bis die zwei Klipse hörbar einrasten. Zum Rausholen muss man dann einfach nur die beiden Klipse wieder zusammendrücken und den Akku heraushebeln. Die ganze Technik mit dem Multiboard, dem Gyro und dieses Mal auch das GPS-Modul befindet sich hier oben unter der Cockpit-Haube. Wenn man da einmal dran muss, kann man auch hier natürlich die Haube wieder aufschrauben und abnehmen. Neben GPS hat die Apache auf der Unterseite noch zusätzlich einen optischen Höhensensor und daneben sogar noch einen LiDAR-Sensor verbaut, was auch richtig cool ist. Der Rotorkreis der Apache beträgt auch hier 450 mm, die Rumpflänge beträgt ca. 490 mm und wir haben ein Abfluggewicht mit Akku von ca. 560 Gramm. Die Flugzeit beträgt in etwa 9 bis 12 Minuten. Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet. Hier oben mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display. Hier werden alle wichtigen Infos angezeigt. Unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung. Und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Wenn wir den drücken, geht der Heli automatisch nach unten, bis er aufgesetzt hat und schaltet dann auch von alleine den Motor ab.
Beim automatischen Landen geht der Heli auch da runter, wo er gerade in der Luft steht, also unabhängig von der gespeicherten GPS-Koordinate. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei, da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Die Trimknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter, und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode, das heißt, hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Hier kommt der Heli dann automatisch wieder an den Startplatz geflogen, geht automatisch runter und stellt auch nach dem Aufsetzen den Motor von alleine ab. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS-Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus 2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zwar, wenn wir den VIP-Schalter einmal nach vorne drücken, geht der Heli automatisch in eine Startposition und fliegt von dort aus autonom GPS gesteuert achten. Und wenn wir den VIP-Schalter einmal kurz nach hinten drücken, geht der Heli auch wieder in eine Startposition und beginnt dann mit einem automatischen Kreisflug. Beide Funktionen können durch Betätigen einer Stickbewegung jederzeit abgebrochen werden. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Den Rückenflug können wir einleiten, indem wir im GPS-Modus fliegen und laut Anleitung eine Höhe von mindestens 10 Metern haben. Gefühlt war das bei mir aber etwas tiefer. Dann können wir durch Drücken der Mode-Taste die Rückenflugfunktion aktivieren und dann zum Beispiel mit dem Rollknüppel nach rechts den Heli automatisch auf den Rücken legen. Er wird dann sofort wieder stabilisiert, denn er bleibt ja weiterhin im GPS-Modus. Allerdings kehren sich dann hier manche Steuerfunktionen Rückenflug entsprechend um, sodass man zum Beispiel am Pitchknüppel ziehen muss, um auf dem Rücken nach oben zu fliegen. Genauso können wir dann auch oberhalb der Mindestflughöhe den Heli wieder automatisch in die Normalfluglage zurückbringen. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermodus 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Wenn wir dann fliegen möchten, müssen wir natürlich erst die Fernsteuerung einschalten, am besten auch auf den GPS-Modus stellen, dann mit einem längeren Tastendruck auf dem Akku den Heli anschalten, ihn dann ruhig und gerade auf den Boden stellen, bis er fertig initialisiert ist. Während dem Initialisieren blinkt die Status-LED am Heli gelb. Dann wird damit begonnen, nach GPS-Satelliten zu suchen. Das wird angezeigt durch eine grün blinkende Status-LED.
Wenn dann ausreichend Satelliten gefunden wurden, piept der Sender kurz und die Status-LED am Heli leuchtet dauerhaft grün. Die Anzahl der gefundenen Satelliten wird auch im Display der Fernsteuerung angezeigt. Dann wurde auch die Startposition gespeichert. Das ist natürlich wichtig für die Return-to-Home-Funktion. Dann können wir auch den Motorstoppschalter nach vorne legen, um den Motor zu entsperren. Dann müssen wir wie bei einer Drohne einmal beide Sticks nach unten außen ziehen. Dann fängt der Rotor langsam an zu drehen. Mit einem kurzen Push nach oben am Pitchknüppel erhöht der Heli nochmal die Drehzahl und mit einem weiteren Push hebt der Heli dann langsam ab und wir können fliegen. Ja, was soll ich sagen? Die Apache sieht optisch einfach mega aus. Auch wenn einige sagen, der Rumpf ist dünnes, billiges Plastik. Aber ich finde das völlig okay. Man kann den auch ruhig ganz normal anpacken. Man muss natürlich ein bisschen auf die Kleinteile achten. Aber ich finde das überhaupt nicht unstabil oder so. Das Flugverhalten ist auch super gutmütig, bewegt sich aber natürlich auch im GPS-Modus GPS-typisch. Das heißt, die stabilisiert natürlich noch stärker als ohne GPS. Und das sieht dann manchmal halt ein bisschen hackelig oder abgehackt aus. Dafür ist der Modus natürlich auch super für Einsteiger geeignet. Wenn man das GPS ausstellt und zum Beispiel im ATI-Modus fliegt, ist das auch schon viel besser. Mein Favorit ist sowieso, wenn man schon ein bisschen Heli fliegen kann, der manuelle Modus. Da fliegt die trotzdem noch sehr stabil, aber man kann schon viel flüssiger und etwas agiler fliegen. Aber generell muss man schon sagen, dass der Apache auch schon sehr anfängerfreundlich eingestellt ist, und zwar in allen 3 Modi. Ist auch kein Vergleich zur Apache-Version ohne GPS. Die ist im Flug um einiges agiler und weniger stabilisiert, wenn man zumindest im manuellen Modus fliegt. Dieser hier fliegt auch im manuellen Modus sehr, sehr anfängerfreundlich. Die Schwebeposition wird natürlich dank GPS auch sehr gut gehalten, aber auch im ATI-Modus muss ich sagen, ohne GPS steht die Apache sehr gut in der Luft. Ein bisschen darauf achten muss man, wenn man nicht im GPS-Modus fliegt, dass dann auch die automatische Coming-Home-Funktion nicht funktioniert. Das heißt, ist der Akku leer, geht der Heli ohne große Vorwarnung einfach runter. So ist mir das zumindest passiert. Ich hatte noch Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt über geradem Feld war und der Heli zum Glück gerade aufgekommen ist und nicht umgekippt ist. Ansonsten funktioniert die Coming-Home-Funktion einwandfrei. Auch der automatische Rückenflug hat sehr gut funktioniert. Hier muss man wohl wissen, dass manche Funktionen sich dann ganz normal umkehren und nicht wie bei anderen Einsteiger-Helis zum Beispiel gleich wie in der Normalfluglage bleibt. Aber zum Rückenfliegen üben ist das eh besser und die Apache ist ja auch auf dem Rücken GPS unterstützt, da kann also nicht viel passieren.
Ja, und wer möchte, kann natürlich auch die 2 automatischen Flugfiguren ausprobieren. Das klappt auch wunderbar, ist aber eher ein bisschen Spielerei, würde ich sagen. Der Alukoffer hier ist auch wieder eine wunderbare Transportmöglichkeit. Hier passt auch im Gegensatz zur Black Hawk die Apache komplett vormontiert rein. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Der Link der Apache steht natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Apache in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, welche Version ihr bevorzugen würdet oder ihr vielleicht sogar gekauft habt. Die mit GPS oder die Version ohne GPS. Lasst mir auch gerne ein Like da, Abo und Glocke nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.